Hallo, liebe Heimwerker und Selbermacher. Ich möchte heute euch zeigen, wie ich bei mir zu Hause diese Zwischenboden hier eingezogen habe. Ähm, Das ist hier auf dem Dachboden. Und zwar möchte ich den Raum über den Räumen dann haben, um ja, bestimmte Kisten zu speichern, halt den ganzen Krempel, den man halt sonst nicht braucht, so Campingzeug und so ein Kram, was halt zu schade ist, um in den Keller zu bringen. Und bei den anderen Räumen habe ich den Spitzboden so gelassen. Und hier möchte ich halt den Stauraum haben. Als erstes schraubt man sich diese Balken hier an. Ich habe dafür 6x10er Balken genommen, Konstruktionsvollholz. Und darauf kommen dann später OSB-Platten. Ich habe ja hier die Abdichtung, die Dampfbremse, und die möchte ich nicht kaputt machen. Deswegen habe ich mir Sperrholzplättchen, also ganz dünne, 4 mm ist das nur, die habe ich unten drunter eben mit so einem Abdichtungsband beklebt und die erstmal mit 2 Schräubchen angeschraubt. Warum habe ich das gemacht? Ich schneide die Balken ja von Wand zu Wand oder von Balken zu Balken ziemlich stramm zu. Und wenn ich die dann reinschiebe, dann zerreiße ich mir ja die ganze Folie. Und zusätzlich werden die ganzen Bohrlöcher und Schrauben, die dann hier zur Befestigung gemacht werden, die werden dann noch abgedichtet jetzt mit diesen Plättchen oder Brettchen. Um die Balken ranzuschrauben, habe ich meine Teenager-Tochter von ihren Geräten weggelockt, damit die mir ein bisschen hält dabei, weil das ist eine Arbeit, die macht man halt sehr schlecht alleine. Ne, man muss da hinten auf der Seite schrauben, man muss auf der Seite schrauben. Man kann das sicherlich mit Stützen und so weiter alles unterbauen. Ich bin ja auch einer, der eigentlich alles gerne selber macht und keine Hilfe in Anspruch nimmt. Aber da, wie gesagt, ist es einfach besser, man arbeitet zu zweit. Verwendet habe ich diese Balkenschuhe. Die kann man sich überall kaufen im Internet. Das geht eigentlich gut. Da gibt es auch Qualitätsunterschiede. Also die habe ich mir bei Amazon bestellt. Die sind eigentlich ziemlich super. Und die hier habe ich nachgekauft. Also 3 Stück haben mir noch gefehlt. Die habe ich dann nachgekauft im Bauhaus. Und die sind richtig schlecht zu verarbeiten, weil dadurch, dass die so zusammengesteckt sind, gelagert sind, gehen die so auf wie ein V. Und da muss man erst an den Balken zusammenpressen mit einer Zwinge und dann eine Schraube rein. Also ging richtig schlecht, wenn man im Vergleich solche Balkenschuhe hat. Also da sieht man eben auch, dass es da eben auch ziemliche Unterschiede gibt. Ich habe mir erstmal einen Laser angebracht. Kann ich nur jedem empfehlen, der eben ein bisschen was baut, sich einen Laser zu kaufen. Der kostet nicht die Welt und vereinfacht eigentlich das Arbeiten ungemein. Ja, also das ist hier Huepar Laser. Damit kann ich eigentlich super arbeiten. Den kann man hier magnetisch irgendwo dran kleben. Also ich schraube mir dann irgendeine Eisenstange hin und klebe mir dann, also natürlich hochkant, und klebe mir dann den Laser daran und dann kann ich den in der Höhe noch verschieben auf der Stange. Das geht also super mit dem Teil hier. Man muss sich ja, also der hat so 100 Euro gekostet. Wer weniger arbeitet, kann sich auch billigere Laser kaufen. Das ist ein grüner Laser, der ist besonders leistungsstark, weil ich vielleicht auch mal draußen was arbeiten möchte. Also kann ich nur empfehlen. So, damit habe ich mir die Balken schön ausgerichtet mit dem Laser und dann erstmal mit
2 kleinen Schrauben rechts und links angeheftet. Also es ist natürlich schon fest jetzt, das fällt nicht runter, aber zum Belasten reicht das natürlich nicht aus. Da werde ich jetzt machen, noch dicke Schrauben richtig bohren und richtig dicke Schrauben in den Balken reinbohren. Ne? In die Fette reinbohren, dann hält das auch so richtig, dass man eben das auch belasten kann. Mit dem Laser stimmt das eigentlich auch schon mal super. Um das zu überprüfen, nimmt man sich eine lange Wasserwaage oder eine richtig gerade Richtlatte und kann das auch nochmal überprüfen, wenn man die eben hin und her schiebt, ob da eben noch irgendwelche Spalte sind oder ein Balken ein bisschen zu hoch ist. Je genauer man die Balken setzt, desto weniger Arbeit hat man dann eben beim Aufschrauben der USB-Platten. Da muss man dann nichts mehr unterkeilen oder sonst irgendwie. Also das wollte ich eigentlich komplett vermeiden und deswegen habe ich mir eben Mühe gegeben, die eben schon gerade wie möglich zu machen. Ich beginne mal mit der Verschraubung und dann erzähle ich noch was zu den USB-Platten legen. Ich wollte noch die Verschraubung zeigen. Da sieht man das an den Balkenschuhen. Da habe ich also zusätzlich zu den kleinen Schrauben eben noch so richtig dicke Schrauben da in die Fette reingejagt. Das hält also ohne Ende. Also die Zimmerleute, die nehmen auch für die Balkenschuhe, da hauen die da nur ihre Nägel rein und auch nicht mehr. Also da ist man voll auf der sicheren Seite mit dieser Verschraubung. Jetzt bin ich hier schon mittendrin im nächsten Arbeitsschritt, dem Beplanken mit USB-Platten. Ich habe bei den Balken habe ich einen Abstand von 58 cm, der lichte Abstand. Das hat sich so ergeben, das ist ein willkürliches Maß, das hat sich so ergeben durch das Ausrechnen der Gesamtlänge und da ist es bei mir eben auf 58 cm gekommen. Das kann bei jedem ein bisschen anders aussehen, also das ist jetzt nicht vorgeschrieben, welchen Balkenabstand man hat, aber danach richtet sich, wie dick die USB-Platte sein muss. Ne, da gibt es also Tabellen, kann man nachgucken im Internet, bei welchem Balkenabstand man welche USB-Platte nehmen muss. Ich habe eine 18 mm USB-Platte genommen. Da bin ich mit dem Balkenabstand locker im grünen Bereich. Also das hätte vielleicht eine 15er auch ausgereicht, aber ich habe dann die 18er genommen, dann schwingt das alles weniger und so. Das ist also mehr als ausreichend. Beim Montieren der USB-Platten muss man darauf achten, da gibt es also eine Oberseite und eine Unterseite. Das steht auch drauf gedruckt immer. Früher waren die ja beidseitig beschliffen oder vielleicht gibt es die auch jetzt noch. Jetzt sind die nicht mehr, also ungeschliffen, kosten aber das Doppelte von den geschliffenen damals jetzt, also vor 10 Jahren. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und aber es ist so, dass die Lippen unterschiedliche Maße haben. Hier diese Nuten. Da ist die auf der Oberseite ist sie halt ein bisschen länger als auf der Unterseite, sodass die eben oben immer 100% dicht macht. Deswegen sollte man eben diese Unterseite eben immer nach unten nehmen, da hat man weniger Probleme. Verlegt werden die USB-Platten immer im Verbund. Das bedeutet, genauso wie hier beim Gipskartonplatten, dass man eben keine Kreuzfugen machen sollte, sondern eben immer zum nächsten Plattenstoß
eben mindestens eine Spanbreite Versatz hat. Weiterhin sollte man eben darauf achten, dass die Enden immer auf den Balken aufliegen. Das wird oft nicht so gemacht, weil das eben schneller geht und einfacher ist. Dann werden die eben zusammengeschoben und wenn dann eben der Stoß eben hier ist, dann hält das dann nur in diesen Nut- und Federn und das ist natürlich halb so stabil, wie wenn das eben wirklich auf den Balken aufliegt. Ich habe das auch so gemacht und erstaunlicherweise, oder nicht erstaunlicherweise, sondern wenig Verschnitt. Also man kann das durchaus so machen. Es ist halt ein bisschen aufwendiger, aber von der Stabilität eben wesentlich sicherer. Ich habe das noch nicht verschraubt. Ich zeige das mal. Ich habe das jetzt nur erstmal lose zusammengeschoben, um das mal zu zeigen, wie das aussieht. Also die Platte habe ich hinten gekürzt, damit die eben hier genau bis zur Mitte des Balkens geht. Ich schiebe das mal auseinander. So, dann kommt die nächste Platte. Da ist es so, dass die Stöße natürlich, wenn man das jetzt genau auf dem Balken macht, man eben, ja, vielleicht unter 100 Mal klappt das vielleicht, dass man eben Nut und Feder genau da an der Stelle hat, aber meistens klappt das nicht. Und deswegen kann man hier keinen Nut und Feder mehr machen, wenn man eben genau auf Mitte Balken treffen will. Aber das ist nicht schlimm, weil man verklebt das ja sowieso und verschraubt das und ja, ein Spalt entsteht hier eigentlich nicht, wenn man das genau schneidet. Gut, man darf es natürlich nicht mit der Stichsäge schneiden, sondern man sollte dann eben schon die Kreissäge nehmen oder am besten die Tauchsäge. Aber dann hat man eben auch kaum einen Spalt. Ich kann das ja mal zeigen. So. Hier. Da ist also auch kein Spalt. Und da ist es noch nicht mal verschraubt. Ne? Wenn man jetzt hier das auseinanderzieht, kommt man eben auch auf den Balken. Das ist eben wichtig für die Stabilität. Wie gesagt. So, den habe ich auch noch nicht fest. So, hier. Ne? Da sieht man eben an der Stelle diese Verbundarbeit, dass man eben immer im Verbund arbeitet und eben wirklich immer auf den Balken aufliegt. Da musste ich den Schornstein umarbeiten oder da musste ich den Schornstein aussparen. Wichtig ist dabei, dass man ja immer 1 cm, mindestens 1 cm Platz der Platten bis zum Schornstein macht jetzt. Ansonsten kriegt man Ärger mit dem Schornsteinfeger wegen Brandgefahr, wenn die OSB-Platten eben direkt an den Schornstein anliegen. Deswegen sollte man eben ja, mindestens 1-2 cm Abstand halten. Verschraubt habe ich die Platten mit Vollgewindeschrauben. Da spalten sich auch die Meinungen jetzt. Also viele nehmen dann auch Halbgewindeschrauben, weil die ziehen natürlich die Platten ran. Ne? Also die Vollgewindeschraube, die kann natürlich nicht ranziehen. Da muss man die Platte eben vorher an den Balken dran pressen. Warum nehme ich Vollgewindeschrauben? Ich nehme die deshalb, weil durch die Vollgewindeschrauben gibt es keine Knarzgeräusche. Also in späteren Jahren, wenn man dann drüber geht, wie bei genagelten Dielen, ist das ja oft so, dass das dann eben in diesem
Halbgewinde eben dann noch diese Knarzgeräusche ergibt. Mit Vollgewindeschrauben kann das eben nicht passieren. Der Nachteil bei Vollgewindeschrauben ist eben, dass man eben die Platte eben schlecht ranziehen kann oder gar nicht ranziehen kann. Ich habe die Probleme eigentlich weniger, weil ich habe ja mit der Balkenverlegung schon sehr genau gearbeitet. Ich habe die Balken ja neu verlegt, habt ihr ja gesehen. Und dadurch habe ich eben mit dem Laser eben die wirklich sehr exakt ausgerichtet in der Höhe, so dass ich da eigentlich kaum ranziehen muss. Außerdem kann man dann, wenn man da unsicher ist, kann man immer noch eine Zwinge nehmen und mit der Zwinge die Platte eben voll ranziehen jetzt. Und dann hat man die Probleme eigentlich gar nicht. Und den Nachteil einer Vollgewindeschraube eben dann überspielt oder ausgemerzt. Vom Prozedere ist es jetzt so, dass man die Platten verklebt mit Holzleim. Da geht man eben hier in die Nuten rein, presst da eben Holzleim rein und verschraubt dann die Platten. Ich bohre es immer vor, das lässt sich eigentlich besser bewerkstelligen, dann muss ich mich nicht so schinden beim Schraube reinschrauben. Aber muss man aber auch nicht unbedingt machen, je nach Schraube. Von Würth gibt es ja da super Schrauben, die ziehen sich da von alleine rein, da braucht man nicht mehr vorbohren. Bei den Dachschrägen kann man ja schlecht schrauben. Da benutze ich hier so einen Winkelschraubaufsatz. Das ist eigentlich eine feine Sache. Wer das nicht kennt, also man kann das hier in den Akkuschrauber einspannen und dann kann man eben schön da, wo man nicht rankommt, sonst mit dem Winkelschrauber die Schraube schön reinschrauben. Also wenn ihr euch so ein Ding kauft, müsst ihr halt beachten, dass es eben schön groß ist, das Teil, damit man das richtig gut festhalten kann. Ne, da gibt es welche, die sind so klein und aus Metall und die kann man nicht richtig festhalten, weil das muss man festhalten, sonst dreht sich hier das komplette Teil. Gerade wenn man eben ein bisschen mit Power die Schraube reindrücken muss, dann ist es eben wichtig, dass man eben hier einen guten Pack hat, wo man dann eben richtig Kraft aufbringen kann von oben und eben festhalten kann, dass sich das eben nicht so mitdreht. Ja. Das, denke ich mal, ist jetzt erstmal genug geredet. Und jetzt mache ich einfach mal los und verklebe und verschraube die Platten.
So, das war's jetzt. Die letzte Platte habe ich verschraubt. Damit ist der Zwischenboden eigentlich soweit fertig. Probleme gab es eigentlich kaum welche. Das Wichtigste ist eben wirklich, dass eben die Balken top ausgerichtet sind vorher. Dann hat man eigentlich mit dem Verschrauben überhaupt keine Probleme, muss nichts ranziehen und hat keine Unebenheiten, muss nichts unterlegen oder sonst irgendwas. Also das ist das A und O. Letztendlich habe ich auf dieser Fläche zweimal die Nuten wegschneiden müssen. Hatte ich ja vorhin erklärt jetzt, dass ich das machen muss, um eben von Balken zu Balken eine Auflage zu haben. Und das ist eben bei dieser Fläche eben nur zweimal passiert jetzt. Einmal da vorne und einmal auch hier hinten. Warum ich das gemacht habe, habe ich ja gerade eben erklärt. Gut, ich werde jetzt noch mit dem Schleifgerät noch mal ein bisschen drüber gehen. Zum einen sind jetzt, weil ich die Schrauben versenkt habe, sind dann eben hier um die Schraube herum manchmal ein paar Späne so hochgestellt. Und um da das glatt zu haben, werde ich dann noch mal drüber schleifen an den Stellen und eben auch hier an der Kante, wo keine Nut- und Federverbindung da ist jetzt. Da werde ich auch noch mal drüber schleifen. Also das ist schon glatt, aber man will es ja perfekt haben. So, hier noch einen Blick auf den ja fast fertigen Zustand. Ich habe die Sockelleisten noch gemacht, ringsrum. Dahinter sind die Kabel für die Elektrik. Und da sieht man noch, da kommt eine Lampe hin. An der Elektrik ist eine Wechselschaltung mit hier vorn, dass man, wenn man das eben vielleicht mal als wie ein Hochbett, also als Schlafplatz benutzen möchte, dass man dann eben noch eine Möglichkeit hat, eben per USB sein Handy zu laden oder wie auch immer. Dann müsste man natürlich noch einen Fußbodenbelag reinlegen und Sockelleisten dran. Aber ich will das ja hier als Lagerplatz haben und für mich ist das also vollkommen ausreichend, so wie das eben jetzt hier in dem Zustand sich befindet. So, ne, alles verspachtelt und auch schon weiß gemalert. Nur die Steckdosen fehlen und die Lampe fehlt noch. Das war's hier mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.